Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. Wir nehmen euch wieder mit. Es geht ab in den Süden, hoffentlich der Sonne entgegen. Wir haben Anfang März und wollen unsere Suche in Griechenland starten. Viel Spaß beim Video! Der Kompass ist auf Süden eingestellt und los geht's! Unseren ersten Stellplatz in Abzwind in Bayern haben wir über Park for Night gefunden. Nach einer sehr ruhigen Nacht und bestem Wetter geht es weiter. Abzwind ist ein schönes kleines Dorf, welches uns aber gleich zu Beginn unserer Reise vor ein paar kleineren Herausforderungen stellt mit unserem Gespann. Für alle, die uns vielleicht schon länger verfolgen, ihr werdet euch vielleicht wundern, dass wir jetzt nicht mehr nur mit dem Hilux unterwegs sind, sondern mit einem Gespann. Wir wollen ja mit einem Offroad-Trailer auf Weltreise gehen. Da unsere aber noch nicht fertig ist, hat uns Stefan Beise von Garvon GTS erst einmal seinen geliehen. Ja, das geht gut los. Unsere nächste Etappe ist Österreich. Da besuchen wir jemanden und anschließend fahren wir nach Kroatien, und da hast du einen wunderbaren Stellplatz auf Park for Night gefunden, wo wir dann auch länger geblieben sind, als wir ursprünglich geplant hatten. Thierry hat sich's am nächsten Tag nicht nehmen lassen und hat gleich als Lehrling beim Robin angefangen. als Treppenbauer. Mein erstes Mal. Genau. Unser Hund. Ja. Meiner. Bleibst du bei mir? Auch Maler hat versucht, als Lehrling anzuheuern, aber ich glaube, das hat nicht ganz so funktioniert, wie sich das die Ursula gedacht hatte. Nein. Hol sie wieder raus. Am Abend gab es dann ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer. Daruvar befindet sich 130 Kilometer östlich von Zagreb und war mal berühmt für seine Thermalquelle. Viele Gebäude sind heute noch Zeugen dieser Blütezeit. Ich glaube, das ist ein Leitenwagen. Ja, da kommt der Sarg hinten drauf. Das Schloss Daruvar wurde Ende des 18. Jahrhunderts von der Familie Jankovic erbaut und dient heute als Museum. Bis 2000 war das noch eine Schule. Kleines Problem. Wer geht wohin? Also ich habe beschlossen, Muski sind die Männer. Morgens um 8:30 sitzen wir da und schreiben Texte. Nicht von Licht und von Liebe, sondern von dem, was gerade geschieht. Und ich sage euch was, das fühlt sich saugut an. Zu rappen und zu schreien, so laut wie ich nur kann. Let the people go. Let the people go. Let the people go. Let the people go. Weiter geht die Reise nach Bosnien. Die Fahrt war relativ unspektakulär und hier besuchen wir eine sehr liebe Freundin. Visoko ist bekannt für seine Sonnenpyramide und die Rafne-Tunnel, die wir dann auch sogleich besuchen.
Touristisch ist das hier recht gut erschlossen. Selbst zur Nebensaison kommen hier jetzt doch schon recht viele Busse an. Tatsächlich, aus den Balkanländern hauptsächlich. Makedonien und Kroatien sind vertreten. Wir folgen meiner Freundin Christa durch die unterirdischen Gänge. Und ups, Gott sei Dank haben wir alle Helme auf. Herkunft, Entstehung und Alter sind umstritten. Da gibt es unterschiedliche Theorien und Geschichten darüber. Ich denke, da darf sich jeder sein eigenes Bild machen und auch seine eigene Meinung haben. Den Tunneln werden Heilkräfte nachgesagt und sie sollen zur Sonnenpyramide führen. Nach einer kurzen Entspannung im Wohnwagen fahren wir in die Stadt und gehen erst einmal einkaufen. Das ist hier Shopping Center, oben das beste Hotel am Platz. Und da kann man schwimmen, Sauna und so weiter gehen. Und beste Hotel am Platz mit allem kostet hier 60 € die Nacht. Zum Glück ist meine Freundin dabei, die die Sprache versteht und auch schon Erfahrung hat, was man einkaufen kann. Das macht das Ganze doch viel einfacher. We are from Germany. Yes, we are. From which city? Near Cologne. Near Cologne, yeah, okay. Und manchmal auch einfach Zisternen, ja? Sodass, wenn hier mal wieder kein Wasser gibt, was hier zwischen 2 Stunden und letztens waren es 24 Stunden einfach mal vorkommt. Neu für uns ist auch die tägliche Suche nach Wasser. Auch neu für uns, dass wir eine Betreuung für unsere Hunde haben. Nachdem wir nun wieder genügend Wasser haben, geht es zum Highlight von Visoko, wofür es bekannt ist, die Sonnenpyramide. Hier unter uns soll sich das Bauwerk der Sonnenpyramide befinden. In Bosnien soll es auch noch mehrere Pyramiden geben, unter anderem auch die Mondpyramide. Es ist kein langer, aber ein sehr knackiger Aufstieg. Ah ja, die Fahne, dadurch siehst du, dass Bayram ist, durch die grüne Fahne. Das ist ganz normal hier. Das ist bosnisches Autofahren. Gegen Abend sind wir nochmal in der Stadt in Visoko. Das ist auch, ne? Ihr könnt ja da mit seinem Kinderwagen auf dem Bürgersteig.
Gegen Abend steigen die Rauchwolken auf. Hier wird überwiegend mit Holz und Kohle geheizt. Das sieht und riecht man auch. Der letzte Morgen, nachdem wir hier 4 Nächte gestanden haben, auf einem privaten Grundstück, 3 Minuten zu Fuß zu meiner Freundin. Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück ist es schon wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Also hier ist der Platz auf der Seite erstmal. Achte auf deine linke Seite. Wir haben lange darüber diskutiert, welche Strecke wir von Bosnien nach Griechenland nehmen. Der direkteste Weg hätte uns durch Dormitor Nationalpark geführt, also durch Bosnien und anschließend Montenegro. Aber es sind doch sehr, sehr enge, schmale, steile Straßen. Und da hat Frau ein wenig interveniert, weil wir das erste Mal mit dem Anhänger unterwegs sind. Genau, und deswegen haben wir uns für die längere Strecke entschieden über Mostar. Nach Mostar geht es bei sehr wechselhaftem Wetter Richtung Osten, nach Lubinje, anschließend Trebinje und dann weiter Richtung Osten, Richtung Montenegro. Jetzt sind wir schon in Nikšić angekommen, das erkennt man an diesen Seen. Von da aus fahren wir Richtung Podgorica und dann Richtung Süden nach Albanien. Nach einem sehr langen Fahrtag haben wir es bis nach Skodra, Albanien, geschafft. Obwohl der Campingplatz noch geschlossen hat, dürfen wir hier kostenlos stehen. Heute ist erst einmal Frühsport angesagt. Thiris Frühsport besteht darin, die Drohne erstmalig auszupacken und zu schauen, wie er sich so als Drohnenpilot macht. Vielleicht werden wir demnächst mal ein paar Drohnenaufnahmen sehen. Hat die Zähne geputzt? Sie hat jetzt Zähne geputzt, ja. Raus! Komm! Nala, komm! Wir verlassen Skodra und machen uns auf den Weg Richtung Süden, quer durch Albanien.
Ja, wir sind jetzt bei Dürres oder fahren um Dürres herum. Und wie man sieht, hier ist ein richtiger Bauboom. Hier wird gebaut auf Teufel komm raus. Eine Baustelle, ein Kran neben den anderen. Mittagsrast in Albanien. Auf dem Weg nach Griechenland. In den ganzen Balkanländern Wird nicht lange gefackelt. und überall ein Feuer gemacht. Ja, und hier, nein, das ist keine Kirmes. Hier stehen 2 Buden und vor allen Dingen eine Quelle. Da hält jeder an und füllt seinen Kanister auf. Grenze! Wir sind an der Grenze zu Griechenland. Kurz vor der Dunkelheit haben wir es geschafft, bis zu unserem ersten Stellplatz in Griechenland. Nach einer sehr ruhigen Nacht erkunden wir den Ort Kalpaki, bevor wir dann weiterfahren. Wohin seht ihr dann im nächsten Video? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.